In Berlin, da fand das Festival of Lights statt. Dort werden eine Woche lang viele Wahrzeichen der Hauptstadt mit Licht in Szene gesetzt, teilweise auch mit hochwertigen Videoanimationen und Sound. Für Filmbegeisterte und Kamerajunkies sowie Drohnentests bieten sich natürlich unwahrscheinlich schöne Motive zum Film. Grund genug für mich natürlich auch mal die DJI Mini 4 Pro und die DJI R3 im Nachtflug zu vergleichen. Dass natürlich noch ein weiteres Erlebnis in Bezug auf eine Drohnenpolizeikontrolle dazukommt, das war am Anfang nicht geplant, aber wie die Drohnen sich verhalten und was sie drauf haben und wie eine Drohnenpolizeikontrolle in Berlin abläuft, erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. In den letzten Tagen habe ich euch ja viele spannende Videos zur DJI Mini 4 Pro produziert und eine komplette Playlist findest du natürlich hier oben vorab. Natürlich meine Bitte, wenn dir dieses Video gefällt, dann sehr gern liken und mich abonnieren, damit der Kanal noch weitere spannende Videos für dich produzieren kann. Vielen Dank dafür. Ich habe dieses Video natürlich in Kapitel aufgeteilt. Wen die Story mit der Polizeikontrolle nicht interessieren sollte, der hat natürlich die Möglichkeit, sich gleich in den Drohnenvergleich reinzuklicken. Festival of Lights in Berlin, da muss ich hin und da muss ich natürlich auch eine Möglichkeit finden, die Drohnen zu testen. Das war mein erster Gedanke. Nun sind natürlich die meisten Sehenswürdigkeiten im Zentrum von Berlin. Und natürlich ist es auch in der Nähe des Regierungsviertels und da mal schnell eine Drohne zu starten, das könnt ihr euch vorstellen, das ist natürlich undenkbar aufgrund der Flugverbotszonen. Also musste ich eine Möglichkeit finden, wo das Ganze auch erlaubt ist. Es gibt im Netz Webseiten, in denen die Flugzonen und Verbote einzusehen sind und ich habe dann mehrere Karten verglichen, natürlich auch dran denken, aktuell ist immer wichtig und konnte natürlich das Berliner Messegelände ausfindig machen. Hier steht ein Wahrzeichen von Berlin, der Funkturm. Und hier gibt es während des Festivals natürlich auch schöne Lichtanimationen, die ich natürlich für euch festhalten möchte, denn die bringen schöne Bilder in die Videos. Also hinter, gesagt, getan, erstmal das neue iPhone 15 Pro Max am Brandenburger Tor ausprobiert und dann ging es natürlich weiter an den Funkturm. Und hier musst du natürlich schauen, denn rückseitig von meiner Drohne befand sich nämlich Bahngleis und Autobahn zusammen und natürlich muss der verordnete Sicherheitsabstand eingehalten werden. Alles nicht so einfach, aber es geht, wenn man es vorher einkalkuliert. Wir waren zu zweit, da ich natürlich noch einen Spotter brauchte, denn gerade in der Nacht kann man die DJI Mini 4 am Himmel nicht mehr erkennen. Dann ging es los, zusammen mit der Mini 4, Drohne starten lassen und ich war begeistert von den Bildern der 1.7 Blende. Großes Problem, wenn du bei der Drohne die Videoaufnahme aktivierst, gehen die grünen Positionslichter aus und die Mini 4 ist kaum noch am Himmel zu erkennen und darum habe ich sie auch ein wenig nach vorn und hinten fliegen lassen, da ich sie sonst nicht mehr hätte sehen können. Also viel in Sachen Bewegung ist da nicht passiert. Okay, gesagt, getan, dann waren die Aufnahmen im Kasten und dann kam die DJI R3 dran. Hier hast du natürlich dieses Problem nicht. Diese leuchtet auch bei Aufnahme wie ein bunter Stern am Himmel und dank der Positionslichter kann man hier alles erkennen. Ich konnte dann etwas mehr Bewegung in meine Aufnahmen bringen und gerade am Film sagt mein Kumpel neben mir, da kommt die Polizei. Und ich voller positive Energie, natürlich klar, die kontrollieren bestimmt den Verkehr. Und er so, nee, die drehen jetzt um. Und ich sage, na, vielleicht haben sie jetzt jemanden gefunden und dabei erwischt oder was weiß ich was. Ne? Mein Kumpel, nein, die parken jetzt auf dem Bürgersteig. Und in diesem Moment wurde mir klar, okay, jetzt hast du eine Polizeikontrolle. Mir war aber persönlich klar, dass ich echt alles richtig gemacht habe, aber trotzdem kann natürlich kontrolliert werden. Die beiden Polizisten sind dann ausgestiegen, es wurde sich freundlich mit Guten Abend begrüßt und meine Drohne war aber immer noch am Himmel und ich habe natürlich diese dann erstmal gelandet, denn es kann ja auch länger dauern und wer weiß, was die DJI R3 da so alleine am Himmel treibt. Als erstes sagte der Polizist, es sei eine Flugverbotszone. Dem konnte ich dank meiner Vorkenntnisse widersprechen. Dann ging es um den Abstand zum Bahngleis und der Autobahn. Hinter mir waren Bahngleise und die Autobahn und man kann das natürlich schwer in der Nacht schätzen und meiner Meinung nach war natürlich alles safe, da ich natürlich darauf geachtet habe. Nächste Frage war dann,
der Drohnenführerschein. Diesen brauchst du natürlich, um die R3 fliegen zu können. Und als nächstes wurde dann die Plakette an der Drohne mit der Registrierung angefordert. Hier ist es auch möglich, bei der R3 das Ganze natürlich schon im Software-Menü einzugeben. Soweit okay, aber es gab natürlich einen kleinen Fehler, denn ich bin jemand, der gern sein Portemonnaie oder das Handy mal irgendwo liegen lässt und habe da schon öfter meine ganzen Dokumente wieder neu beantragen müssen. Und darum nehme ich natürlich wichtige Unterlagen meist nur in Kopie mit, um sie einfach nicht zu verlieren. Ich kann sie ja später einfach ordnungsgemäß nachreichen. Den Drohnenführerschein, den hatte ich natürlich ordentlich fotografiert und in meinem Handy gespeichert. Nur hatte ich weitere 3600 Fotos im Handy und natürlich diesen nicht in einem Ordner gespeichert, was eine lange Sucherei bedeutet hätte. Ich sagte zu dem Polizeibeamten, dass er zu Hause liegt, ich ihn aber fotografiert habe. Daraufhin gab es natürlich ein Argument von Seiten der Polizei, den Flug abzubrechen, da hier nur ein Original gültig ist, und das wollte ich euch jetzt erstmal als erstes darstellen. Wenn ihr unterwegs seid mit größeren Drohnen, immer den Original-Drohnenführerschein mitnehmen, denn aus diesem Grund, dass er im Original nicht vorlag, musste ich dann meinen Dreh beenden. Die Bilder, die waren natürlich sowieso so weit im Kasten und ich hätte in 10 Minuten den Drehort verlassen. Es war für mich aber eine gute Erfahrung und für euch jetzt hoffentlich auch. Dazu muss ich sagen, dass ich natürlich sehr nette Polizisten hatte, die auch im Gespräch immer höflich waren. Und für euch nochmal meine Zusammenfassung: Wenn euch die Polizei kontrolliert, wirklich immer höflich sein. Das sind Menschen in Uniform, und sich gut vorbereiten mit dem aktuellen Kartenmaterial, was ihr zur Not vorweisen könnt, per Telefon, per iPad, um den Flug rechtfertigen zu können. Immer das Original, wenn vorausgesetzt, des Drohnenführerscheins mitführen. Bei mir führt es dann zum Abbruch, weil ich wie gesagt nur ein Foto mit hatte. Und nochmal vorher prüfen, ob eure Plakette an der Drohne richtig angebracht ist. Ich hatte nämlich selbst schon bei manchen Günstig-Plaketten das Problem, dass die zwar kleben, aber nach einer Weile nicht mehr kleben und in der Tasche einfach abfallen, und dann fliegst du ohne Plakette. Jetzt muss ich natürlich als Zusammenfassung sagen, dass es im Laufe der Zeit wirklich immer schlimmer geworden ist, als Drohnenpilot mit Drohnen zu fliegen. Man merkt gegenüber früher, dass deutlich mehr kontrolliert wird, und es ist natürlich auch klar, wenn da so eine R3 am Berliner Nachthimmel fliegt, da kann man natürlich auch andere Dinge mit dieser Drohne anstellen. Bei der Mini 4 ist es dann schon anders, die fällt kaum auf und man hat natürlich auch nicht so viel gesetzliche Vorgaben wie bei den größeren Drohnen. Wenn ihr Bock habt, schreibt doch mal hier in meine Kommentare, ob ihr schon mal kontrolliert wurdet und wie diese Kontrollen abgelaufen sind. Würde mich echt mal interessieren und ich freue mich natürlich drauf. Noch ein wichtiger Fakt. Viele von euch haben mir geschrieben, ich solle doch mal ein komplettes Vergleichsvideo zu diesen beiden Drohnen machen, der Mini 4 und der R3. Und klar, ich mache das Video natürlich, aber für mich ist es wichtig, dass ich vorher alles selbst getestet habe. Ich möchte euch keine Daten vorlesen, die auf dem Papier stehen, sondern wirklich meine Erfahrungen wiedergeben. Und das geht natürlich nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Es braucht noch etwas Zeit, die ich wirklich benötige, bis ich alles zusammen habe. Und ich mag Videos nicht, die 2 Tage nach der Veröffentlichung erscheinen, wo derjenige nicht einmal die Drohnen besitzt, sondern wirklich nur die Daten runterrasselt. Und um euch wirklich Feedback geben zu können, dann muss man die Drohnen hier in der Hand haben, um sie zu testen. Und ich hoffe, dass ihr dafür ein bisschen Verständnis habt. Vielen Dank und bald kommt natürlich das Video. Versprochen. Jetzt aber zum Thema. Als erstes ging es natürlich los im Flug mit der DJI Mini 4. Diese hat jetzt ein Start- und Landelicht verbaut, was mir wirklich gut geholfen hat. Es macht den Start und auch die Landung sicherer und es ist auch immer im Menü an- und ausschaltbar. Die Kamera, die lässt das Motiv wirklich in der Nacht klar und deutlich erscheinen. Ein wenig aufpassen muss man bei manchen Lichtsituationen mit dem Flimmern bei 30 oder 60 FPS. Hier kannst du natürlich alles im Menü voreinstellen und dann ist alles safe. Nachts ist es natürlich besser, bei 4K 30 oder cinematischer bei 4K 24 FPS zu fliegen. In meinem Fall waren es 30 FPS, 60 FPS habe ich auch mal ausprobiert, ganz kurz, aber das macht es auch noch gut. Aber die Farbwiedergabe und das Bildrauschen, das ist natürlich hier dann nicht mehr so optimal. Sobald du bei der Mini 4 Pro die Videoaufnahme aktivierst, schalten sich die grünen Positionslampen aus. Das müsst du wissen, denn die Drohne verschwindet am Nachthimmel, was natürlich in der Nacht nicht so von Vorteil ist, da du die Drohne jetzt nicht mehr gut sehen kannst und du musst natürlich auf Sicht fliegen. Und für den Nachtflug,
dann wirklich schon grenzwertig. Sicherlich kann man sich natürlich noch ein Nachtlicht anbringen, was im Zubehör erhältlich ist, aber ich wollte die neue DJI ja regelkonform fliegen, wie sie auch jedem von euch im Normalzustand zur Verfügung steht, nämlich unter 250 Gramm. Interessant ist dann auch noch der Nachtmodus mit der Mini 4, denn hier werden nochmal so ein bisschen kleine Bildverstärkungen vorgenommen. Aber wenn du dann gut darin bist, dein Bild wirklich manuell einzustellen, dann kannst du auf diese Weise nochmal deutlich bessere Bilder herausholen und brauchst diesen Nachtmodus überhaupt nicht. Ich hatte an diesem Tag natürlich leichten Wind. Die DJI ist gut geflogen, hat alles super verkraftet. Die Bilder waren stabil und es gab keine Wackler. Wichtig für euch, die Hinderniserkennung im Nachtflug funktioniert nur mager bzw. gar nicht. Also vorsichtig fliegen und immer schauen, wo ihr seid. Die vertikalen Aufnahmen in der Nacht, die sind meiner Meinung nach noch deutlich weitwinkliger, sodass ihr bei Bedarf an das Motiv noch ein bisschen dichter ranfliegen müsst, beziehungsweise im Schnitt nachher zoomen solltet. Vom digitalen Zoom im Nachtmodus in der Originalaufnahme rate ich dringend ab, da er das Rauschen des Bildes deutlich verstärkt und das Motiv auch teilweise manchmal unscharf werden kann. Man merkt natürlich den verbesserten Algorithmus und die Bilddynamik von DJI im Nachtflug im Vergleich zur Mini 3 Pro deutlich. Hier sind meiner Meinung nach die Bilder wirklich noch ein Stück klarer und schärfer geworden. HDR und D-Log-Aufnahmen, die habe ich in meinem Test jetzt erstmal nicht gemacht, da mir hier erstmal die Automatikbilder am wichtigsten waren, denn die meisten von euch, die fliegen ja zu 90% mit diesen Einstellungen. Die neue O4-Bildübertragung, die funktioniert natürlich auch in so einer großen Stadt wie Berlin sehr gut. Hier gab es gar keine Störung oder andere negative Vorfälle. Die Flugzeit im Nachtmodus, auch noch wichtig, lag in meinem Test bei etwa 25 Minuten, was für dieses Motiv und meine Vorgaben wirklich dicke ausgereicht hat. Weiterhin muss ich natürlich sagen, dass das Fliegen mit der R3 wirklich komfortabler ist als das Fliegen mit der Mini 4 Pro im Nachtflug, da die Positionslichter bei der Aufnahme eben nicht ausgeschaltet werden, sondern anbleiben. Und du siehst die Drohne richtig vernünftig, auch auf weiten Strecken am Himmel leuchten, bling blong, grün-rot, grün-rot. Alles ist da und du kannst sie wirklich auf weite Entfernung sehen und mit ihr wirklich deswegen auch mehr anstellen, weil du sie, wie gesagt, auf Sicht immer länger sehen kannst. Weiterhin sind natürlich auch kleine Details im Hintergrund viel besser zu erkennen. Die sind einfach da. Bei der Mini 4 Pro sind sie im Bild einfach gar nicht da und das ist natürlich ein kleiner Unterschied zur Mini 4 Pro. Was den Vertical Mode betrifft, so ist dieser natürlich in der DJI Mini 4 deutlich besser. Die R3, die croppt hier ein Bild mit maximal 2,7K zusammen aus der Gesamtaufnahme und das sieht natürlich nicht gut aus und man sieht das auch auf dem Bild. Man kann ihn verwenden, aber im Endeffekt kann man natürlich auch im Schnitt das gleiche bearbeiten und hat hier wirklich identische Ergebnisse. Und wie ihr ja wisst, besitzt die DJI R3 zwei Kameras. Zum einen die besagte 24 mm 1.7 Linse und zum anderen die 70 mm 2.8 Kamera. Ich dachte erst anfangs, dass sie vielleicht ein bisschen zu dunkel für die Nachtaufnahmen ist, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Gerade wenn du dichter an das Motiv ran möchtest, bietet sie dir natürlich deutliche Vorteile als die 24 mm Kamera und macht auch noch wunderschöne Aufnahmen. Bei der Mini 3 Pro müsstest du dann, um solche Aufnahmen zu bekommen, deutlich dichter an das Motiv heranfliegen oder reinzoomen, was aber dann die Qualität stark beeinflusst. Die O4-Bildübertragung war natürlich genau wie bei der Mini 4 Pro top. Es gab keine Probleme und das Akku der DJI R3 war nach ca. 15 Minuten noch bei 60% und ich denke mal, ich hätte noch 10 Minuten länger fliegen können mit der R3 als mit der DJI Mini 4 Pro. Kommen wir jetzt aber mal zum Fazit. Beide Drohnen, die machen fantastische Aufnahmen in der Nacht und wenn man mehr Qualität, ein besseres Flugverhalten und mehr Möglichkeiten sucht, bei Aufnahmen kreative Bilder zu schießen, dann möchte ich natürlich die R3 empfehlen. Hier hat diese einen großen Vorteil und macht natürlich alles nochmal ein ganz kleines Stück besser als die DJI Mini 4 Pro. Und wie gesagt, ein deutliches Manko bietet die Mini 4 durch das Ausschalten der Positionslichter bei den Aufnahmen. Also wenn ich jetzt die Lichter aus habe, die Aufnahme anmache, meine Positionslichter sind aus und dann kriegst du erstmal einen Schreck, weil die am Himmel komplett weg ist.
und du kannst sie schlecht bzw. gar nicht sehen. Aber punktemäßig, da würde ich natürlich der DJI Mini 4 Pro 6 von 10 Punkten geben und der DJI Air 3 würde ich 9 von 10 Punkten geben, da der Vertical Mode im Vergleich zur Mini 4 deutlich schlechter ist. Es ist aber auch der einzige Nachteil und alles in allem kommt es natürlich immer darauf an, was du machen möchtest. Hier als Drohnenpilot, wie du deine Aufnahmen kreativ verwendest, was du überhaupt für Bilder setzen möchtest und das ist dann, wie gesagt, nur deine Aufgabe. 90% aller Nutzer werden natürlich die DJI Mini 4 lieben, auch in der Nacht. Aber 10% der Nutzer sind natürlich dann in der kreativen Phase bzw. nutzen die Drohne auch professionell. Und ich sag mal, wenn du beim Kunden ankommst mit der DJI Mini 4 Pro und sagst, ich mache heute Filme für dich und ich nehme Geld, ich schreibe eine Rechnung. Oder wenn du beim Kunden ankommst mit der DJI Air 3S und sagst, ich mache heute Filme für dich und schreibe nachher eine Rechnung, ist das natürlich immer noch in diesem Land so, dass die größere Drohne mehr Respekt fordert und der Kunde dann natürlich auch sieht, dass du professionelles Werkzeug hast. Und das ist, wie gesagt, auch noch eine ganz wichtige Sache und ein ganz wichtiger Unterschied zwischen der DJI Mini 4 Pro und der Air 3, dass die einfach professioneller ist. Die macht alles professioneller. Die DJI Mini 4 Pro macht alles, die DJI Air 3 macht alles professioneller. Und in diesem Sinne danke ich dir fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest einige Informationen mitnehmen. Und damit tschüss, bye bye und winke, winke.